Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr euer SmartHoop-Training durch Übungen erweitern könnt. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ihr einigermaßen geübt seid, von daher let's go! Um ein gutes Gefühl zu bekommen, variiere ich die Geschwindigkeit. Ich werde schneller und langsamer. Die Kraft hole ich mir aus Beinen und Füßen. Immer dann, wenn ich schneller werde, bewege ich meine Hüfte auch etwas schwungvoller. Ich finde, es ist ein guter Start, um reinzukommen, gerade am Anfang. Und ich wechsle dann auch die Seite, also immer beidseitig trainieren. Eine Seite funktioniert immer besser, aber auch das ist Übungssache. Es ist anstrengend, da man mehr Energie benötigt, sobald man schneller werden möchte, aber es ist eine gute Übung. Der nächste Schritt ist, dass ihr die Schnur von der Gewichtskugel verkürzt. Ihr braucht mehr Energie, denn die Kugel dreht sich einfach viel schneller um die Hüfte. Das heißt, ihr müsst euch viel schneller dazu bewegen. Auch so kann man die Geschwindigkeit variieren. Es ist schwieriger als mit der langen Schnur, aber eine gute Übung, um besser zu werden. Es ist ein super Fettburner, denn ihr verbrennt automatisch mehr Kalorien und ihr bekommt ein besseres Gefühl für das Hooping, finde ich. Eine weitere Übung ist leicht in die Knie gehen und die Position für mehrere Sekunden halten. Hierbei sollte man das Hullern natürlich nicht vergessen, ein tolles Training für den Po. Es kann passieren, dass die Kugel etwas schräger um die Hüfte kreist. Das ist nicht so schlimm. Man sollte nur aufpassen beim Wiederhochkommen, dass man nicht zu hastig nach oben kommt, weil dann kann es sein, dass die Kugel aus der eigentlichen Schwungbahn kommt. Von daher sollte man diese Übung langsam ausführen. Auch mit SmartHoop kann man durch die Wohnung laufen. Ich fange an, mich auf der Stelle zu bewegen. So komme ich rein. Also ich finde, es ist immer ein guter Start, um reinzukommen. Und dann, wenn ich soweit bin, gehe ich nach links oder mal nach rechts, mal nach vorne. Also ich gehe die ersten Schritte. Es ist nicht einfach, tatsächlich nur was für Geübte. Die Kugel kann sehr leicht aus der eigentlichen Schwungbahn kommen. Die Kugel dreht sich anders um die Hüfte. Ihr braucht hier definitiv ein gutes Taktgefühl. Die Bewegungen dürfen nicht zu hastig, müssen aber schwungvoll sein. Sollte die Kugel aus der Schwungbahn kommen, einfach stehen bleiben und die Hüfte etwas schwungvoller bewegen. Es ist Übungssache, hier braucht man Geduld. Ich finde doch Geduld und Übung. Ihr habt irgendwann das richtige Gefühl. Ihr könnt mit der Geschwindigkeit spielen oder ihr könnt die Geschwindigkeit variieren. Es ist wie bei einer Choreografie. Viel Übung, viel Taktgefühl. Die Bewegungen werden flüssiger automatisch, aber es ist keine Übung für absolute Anfänger. Auf Zehenspitzen hullern geht auch immer. Also hier braucht man definitiv eine Körperspannung, ein gutes Gleichgewicht, finde ich. Denn durch die Körperspannung werden deutlich mehr Muskelgruppen beansprucht. Ich verharre meistens in der Position wenige Sekunden, 5-6 Sekunden. Ich wiederhole diese Übung um die 20 Mal, je nach Gefühl, aber 20 Wiederholungen sind es eigentlich immer. Was macht man mit den Armen? Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, um das Training zu intensivieren. Ich zeige euch heute eine Übung oder eine Möglichkeit. Man nehme eine Wasserflasche, am besten eine volle Wasserflasche, nicht so wie ich hier. Alternativ geht natürlich auch eine Hantel und die sollte man über den Kopf heben und die Arme dabei fest durchstrecken. Das Gewicht sollte langsam gesenkt werden und so tief man kann. Danach kommt man wieder hoch. Man sollte hier darauf achten, dass man wirklich mit Gewicht trainiert, denn so wird nämlich nicht nur der Trizeps und Bizeps gefordert, sondern auch die Schultermuskulatur. Ich werde oft gefragt, ob man mit dem SmartHoop auch den Po trainieren kann oder ob der Reifen weiter unten sein darf. Es gibt zwar nicht so viele Videos darüber, aber ja, es ist möglich. Man sollte darauf achten, dass der Reifen richtig eingestellt ist. Die Noppen sollten Hautkontakt haben, weil sonst funktioniert es mit der Massage nicht und auch hier kann man die Geschwindigkeit variieren. Diese Übungen sind, wie gesagt, für etwas fortgeschrittenere und ja, es gibt so viele
Übungen, die man machen kann mit Smart Hoop, mit Hula Hoop generell. Man muss nicht einfach nur steif in der Wohnung stehen. Probiert neue Dinge aus. Habt Lust auf Hula Hoop. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas motivieren. Hinterlasst mir gerne ein Abo. Das Abo ist wie immer kostenlos. Ich wünsche euch viel Erfolg. Macht das Beste daraus. Bleibt gesund. Bis bald.